In diesem Video geht es darum, wie du eine sehr schlichte und moderne Küche so gestalten kannst, dass sie trotzdem sehr wohnlich und gemütlich ist. Manchmal zieht man ja in eine Wohnung und dann gibt es schon eine Küche in diesem Haus oder in dieser Wohnung. Und wie kann man die bestehende Küche so gestalten, dass sie trotzdem noch gemütlich und schick ist und dass sie einem wirklich gefällt, falls sie einem vorher nicht gefallen hat? Ich muss euch eine Sache hierzu sagen. Ich habe hier die restliche Wohnung eingerichtet, aber die Küche habe ich nicht eingerichtet tatsächlich. Die Küche war schon geplant und schon installiert, als ich kam. Insofern möchte ich aber trotzdem zeigen, wie wir mit ein paar Gestaltungselementen trotzdem die Küche ein bisschen aufgehübscht haben. Zum Beispiel geht es hier los mit diesem Brett hier. Vorher gab es auch ein Brett, aber das war fast 10 cm stark und einfach in Grau und saß hier auf dieser Platte fast wie so ein Fremdkörper. Wir haben es ausgetauscht durch eine schöne, viel schmalere Holzplatte. Die hat jetzt nur 2,5 cm, wirkt dadurch viel filigraner. Und ich habe diese eine Ecke auch abrunden lassen, so dass es ein bisschen weicher wirkt und man sich an dieser Ecke auch nicht stößt. Wenn man schon so einen kleinen überstehenden Tisch hier an der Insel hat, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich hinsetzen kann. Und dafür haben wir hier so ganz schlichte, sehr moderne Sitzhocker gefunden. Die haben eine Höhe von ca. 62 cm, sodass sie auch wirklich an die 90er Höhe der Arbeitsplatte passt und somit eine schöne, bequeme Höhe ergibt. Und dadurch, dass sie weiß sind, fallen sie fast gar nicht auf. Zum Glück gab es in dieser Küche eine Insel. Diese große Küche bietet sich auch wirklich an für eine Insel. Wir haben hier eine L-Küche, eine L-Formküche und dann mittendrin diese Insel und die kann man natürlich nochmal besonders in den Mittelpunkt ziehen, indem man sie schön ausleuchtet mit tollen Lampen. Ich lege ja immer sehr viel Wert auf Beleuchtung, weil für mich sind diese Lampen nicht nur Lichtquellen, sondern sie sind auch wie Skulpturen im Raum und deswegen achte ich darauf, dass ihr Design auch wirklich mit dem Gesamtkonzept passend ist. Und in diesem Fall haben wir zweimal dieselbe Leuchtengruppe genommen, also 2x3, insgesamt 6 Leuchtkörper, die aber alle unterschiedlich hochgehängt, sodass wir eine kleine Lichtinstallation hier über der Insel haben. Diese Küche hat natürlich alle Vorzüge, die eine moderne Küche heute haben sollte und haben kann. Wir haben hier zum Beispiel ein sehr schönes Ceranfeld, ein Induktionsherd mit einer integrierten Dunstabzugshaube. Dann gibt es hier natürlich einen Weinkühler und auch eine Wärmeschublade. Es gibt ganz normalen Kühltruhen, Kühlschrank, einen Backofen, das viele verschiedene Funktionen hat. Diese Elektrogeräte machen natürlich eine Küche auch nochmal hochwertiger, aber damit ist es ja nicht getan. Das ist alles so technisch und kühl. Wie können wir das Ganze nochmal ein bisschen auflockern und aufweichen? Natürlich gibt es allerhand Geräte, die man noch so auf der Arbeitsplatte haben möchte oder haben muss. Im Alltag ist es halt praktischer. Wir versuchen immer so wenig Geräte wie möglich, aber so viel wie nötig einzusetzen und natürlich ein paar kleine Elementen wie Deko-Elemente, die dann zum Beispiel hier bei den Gewürzdosen mit solchen Bambusdeckeln oder schöne Holzbretter, Elemente in Holzoberflächen, dass wir damit noch mal ein bisschen Wärme reinbringen, weil die Küche ist ja sehr klar von der Farbgebung her und sehr hart kontrastiert.
Die Arbeitsplatte ist hier wirklich eine sehr schöne keramische Arbeitsplatte, sehr robust, hat auch eine tolle matte Haptik, sehr, sehr hochwertig. Eine Sache an dieser Küche hätte ich aber wirklich anders gemacht. Ich hätte nicht die Arbeitsplatte in diesem Fall gleich wie die Rückwand genommen, sondern die Rückwand eher an die Hängeschränke angepasst und eher weiß gehalten. Dadurch hätten wir nicht diesen sehr dominanten dunklen Balken mittendrin, bevor dann die Hängeschränke beginnen. Also ihr wisst ja auch selber wahrscheinlich, wenn ihr schon ein paar andere Videos von mir gesehen habt, dass ich gerne auch auf Hängeschränke verzichte. Aber gut, hier in diesem Fall hat man es gemacht und es wirkt trotzdem noch sehr modern, aber dieses Detail mit der Rückwand hätte ich ein bisschen anders gemacht. Was denkt ihr? Wie hättet ihr das gemacht? Was gefällt euch besser? So mit dem dunklen Balken oder doch eher eine helle Rückwand? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn du mir das unter die Kommentare schreibst, lese ich mir das gerne durch. Wenn man sich denn aber doch für eine dunkle Rückwand entschieden hat, wäre es hier klüger gewesen, wenn man gerade bei diesen Steckdosen, wirklich nur an dieser Position, dunkle Steckdosen genommen hätte. Dann würden die nicht jetzt so auffallen, so extrem weiß auffallen. Auch wenn in der restlichen Wohnung vor den weißen Wänden die weißen Schalter sind, das passt ja auch ganz gut, aber hier wirklich mal eine Ausnahme machen. Was hier auch ganz schön ist, dass man hier eine sehr bündig eingelassene Spüle hat. Die hätte man jetzt natürlich auch von unten an die Platte kleben lassen können, dann hätte man diesen Rand gar nicht, aber wenigstens ist sie jetzt bündig und wir haben hier natürlich auch noch eine ganz praktische Brause, die man hier auch so bewegen kann, um auch wirklich die Ränder der Spüle sauber machen zu können. Wenn du noch mehr Interior-Videos von mir bekommen möchtest, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo für meinen Kanal freuen. Und falls du dich noch mehr mit der Küchenplanung beschäftigst, vielleicht sogar demnächst deine eigene Küche planen möchtest oder selber ein angehender Designer bist und dich intensiver mit der Küchenplanung auseinandersetzen willst, dann habe ich für dich das perfekte Handbuch geschaffen. Ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt und wenn dich das interessiert, packe ich dir hier unten nochmal den Link rein. Von da kannst du dir das runterladen und ansonsten freue ich mich, wenn dieses Video dir ein paar Tipps geben konnte, wie du deine bestehende Küche ein bisschen auflockern und gemütlicher machen kannst. Und ich freue mich, wenn wir jetzt zum nächsten Raum wechseln und das ist das Schlafzimmer.